Es gibt diese Frag-Szenen in Counter-Strike, an die wir uns alle noch gut erinnern können. Legendäre Plays von Legenden. Und er macht den ersten Frag hier mit der USP, der zweite im Wasser, jawohl, Workup verschießt hier ordentlich. Mit der AK probiert der Frag Nummer 3, schafft er! Heute schauen wir uns zwei der spektakulärsten Aces in Counter-Strike 1.6 an. Starten aber mit einer der kuriosesten Aktionen in der Geschichte von Counter-Strike. Das, was Roman da praktisch in der Szene fabriziert hat, ich glaube, der konnte selber nicht glauben. Das ist ja so eine Szene, wo man damals gesagt hat, ha 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 ha. Yes, I know that! 2003 CPL Winter, Dallas. In den Hauptrollen das schwedische Überteam von SK rund um Heaton und Roman R. von Mouseboards. Zu der Zeit war SK, glaube ich, mit das Beste, was es gab auf dem Markt, und es war unheimlich schwer, sie zu schlagen. We lived Counter-Strike. We literally lived it. There was nothing else that we did for years. Mouseboards muss bei der CPL Winter gegen SK Schweden ran. Heaton, Potti und Co. sind 2003 das Team schlechthin. Und für Mouseboards läuft es auf DE Nuke überhaupt nicht. Das deutsche Team liegt mit 2:11 hinten und muss nach einer verlorenen Pistolenrunde sparen. Normalerweise vercampten sich die Terroristen damals immer. Doch Maus schlich sich kurz vor dem Ende der Runde durch die Map und dann zeigte sich Roman R. extrem handlungsschnell. And we got 3 seconds left. And here comes Mouse! Oh, they got a gun! And they went up there and wiped SK. Roman! 3 of them. Oh, man. That was My close. clutch play from Roman right there. Just came around and laid the smackdown. Got it done. They waited, they timed it, and Roman got the hop on SK and just owned him. Mir war natürlich nicht bewusst, dass da jetzt so ein großer Haufen da oben sitzt, und irgendwann habe ich da eine Waffe fliegen sehen. I accidentally threw my weapon by exact 7th second. Somebody flies up the ladder and takes it to kill a bunch of us. And it was just like mistaken. We didn't expect them to come, obviously, because the normal thing would have been sit in the base and camp, and running up the ladder if somebody's holding you. Well, it's a death sentence. Ich habe eine Glock, bin hoch, habe die Waffe irgendwie beim Rüberwerfen bekommen, und ich glaube, die waren genauso überrascht wie ich, was denn da sich abgespielt hat. Und ja, war ganz lustig. It was scripted in some way because I actually then pushes the G button, so my weapon flies and he comes up. It's like you can't make that stuff up. And so that was pretty embarrassing. But it was, I mean, it went well anyway for us. And but yeah, that wasn't the best move. Roman R. sorgte mit dieser kuriosen Aktion auf jeden Fall für viel Gelächter bei den Kommentatoren und HLTV-Zuschauern. Aber es zeigte auch perfekt seine Spielweise. Roman war ein extrem schlauer Spieler. Das ist ja so eine Szene, wo man damals gesagt hat, ha 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 ha, aber gar nicht wirklich wahrnimmt, wie krass diese Entscheidung war und wie krass da was ausgenutzt wurde in dem Moment und wie smart das eigentlich ist. Er war der erste Spieler, wo ich gemerkt habe, er versucht wirklich ein perfektes Spiel zu machen und keine Fehler zu machen. Am meisten gelernt habe ich definitiv von Roman. Also es war dann auch vor allem die Anfangszeit bei Mouseboards, wo er mir dann noch vieles über Counter-Strike, wie man sich zu verhalten hat, wie man bestimmte Situationen dann ausspielt, und das war auf jeden Fall ein anderes Niveau, als wir es sogar bei Asus hatten, obwohl wir da schon irgendwie sehr erfolgreich waren. Hat jahrelang auf höchstem Niveau mitgespielt und für mich auch wegweisend, weil der hat mich wirklich als Spieler inspiriert. So nicht nur im Spiel, sondern auch außerhalb des Spiels. War immer ein Mann mit Charakter. It was one of the best, if not the best German player for a long time, I would say. He was extremely talented. Das ist, glaube ich, einer der für mich sogar bekanntesten Spieler von 1.6 raus. Immer, wenn ich daran denke, oder wenn ich halt heute mit Freunden drüber rede, über 1.6, ja, ist Roman. Die kuriose Aktion von Roman R. auf DE Nuke änderte allerdings nichts daran, dass Mouseboards keine Chance gegen SK hatte. Die Schweden setzten sich mit 13:2 durch und gewannen am Ende auch die CPL Winter 2003. Roman R. konnte sich 2 Jahre später dann doch noch einen CPL-Titel sichern. Mit Mouseboards gewann er 2005 die CPL in Spanien. Es gibt nur wenige Spieler, die in Counter-Strike 1.6 mit der AWP besser waren als Dennis Wallenberg, besser bekannt als Walle. Der Schwede lief in seiner Karriere unter anderem für die Eyeballers, die Ninjas in Pyjamas und SK Gaming auf. Walle gewann laut eSport Earnings in seiner CS-Karriere mehr als $110.000 Preisgeld. Dennis Wallenberg, I've met him around the world. In China, he was always getting tattoos everywhere, and he's another great player that I respected. I think Valle was by far the best, in-game leader and boosting up the team to ever play with. He has such fundamental knowledge, and he was a great people's guy as well to do it. His movement was something else. I could say like he and Neo in movement were pretty much like front runners.
during that era. Valle war ein Spieler, der mit jeder Waffe in der Hand extrem gefährlich war. Doch vor allem seine AWP-Skills sind legendär. Valle spielte die AWP sehr aggressiv, er ging oft in den Nahkampf damit. Und im Jahr 2007 machte er sich beim WSVG-Event im amerikanischen Louisville unsterblich. Und jetzt hier Valle mit dem Rücken zur Wand. Er schafft den ersten, schafft den zweiten. Die Ts kommen weiter vorgestimmt. Er macht 4 schon und er macht das Ace. Dass er dann diese Shots alle hittet, ist ein bisschen gottlos, muss man auch sagen. Jeder Schuss muss halt dann sitzen. Wenn du so am Schwitzen bist, muss jeder Schuss sitzen und wirklich super gemacht von ihm. Also in dem Szenario Wahnsinn. Und viele Leute haben das dann auch nachträglich, glaube ich, auch gespielt. Die Train offensiv dann dort an der kleinen oder großen Rampe mit Ave. The thing that separated him from all the other AWPers back then was just his movement, basically. He was several years ahead with his movement. He had sort of a Quake movement with his AWP. That was really hard to play against, of course. Also ich habe auf jeden Fall dann auch versucht, so krass zu sein wie der mit der AWP. Das hat leider nicht geklappt. Aber so eine Szene auf Train einfach im Nahkampf abzuliefern, das war nicht ohne. Also da hat man dann auch erstmal geschaut, auf welchen Positionen spielt der eigentlich, auf welchen Maps. Und hat dann auch dementsprechend Taktiken gegen ihn entwickelt, natürlich. Weil man natürlich wusste, scheiße, wenn er da mit seiner AWP steht, da kann ich nicht einfach rumpieken und dann bin ich tot. Das war wirklich geil zu sehen, wie jemand in ein 6 fast-paced die AWP spielen kann, wo andere halt geschlafen haben. Du darfst keinen Fehler machen, beziehungsweise du musst auch irgendwie trotzdem moven. Also du darfst irgendwie auch nicht stehen bleiben und einfach warten, sondern du musst ja ganz in der Bewegung bleiben, immer quickscopen und so. Und das ist einfach eine Situation, in der du eigentlich nicht sein möchtest. So, und das, wenn du dann aus der Situation das rausholst, zeigt halt einfach, dass du ein sehr guter AWP-Spieler bist. Die Szene wurde anschließend in fast jedem Frag-Movie gezeigt. Aus meiner Sicht mehr als verständlich. Dennis Wallenberg spielte bis 2010 Counter-Strike 1.6 und beendete dann seine Spielerkarriere. Mittlerweile ist er wieder zurück im E-Sport, allerdings nicht als Spieler. Er ist für das schwedische E-Sport-Kollektiv Black Molly Entertainment aktiv und arbeitet hier auch mit den Eyeballers zusammen. Die ENUKE. Sie war früher die Wallbang-Map schlechthin. Es gab so viele Möglichkeiten, durch die Wände zu schießen. Einer, der bekannt für seine Wallbangs war und sie auch regelmäßig trainierte, das war der US-Amerikaner Jordan Nothing Gilbert. The wallbanging at the time for me on Nuke was like my bread and butter. I thought about all the angles on the map all the time. So it's actually funny because, you know, in those moments when I'm doing it, I don't feel much like I'm just like going through the motions of a retake. Nothing was one of the first to actually really put the time in and learn those spray spots. Ja, der war jung und wild damals, Nothing. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch 24/7 damals Demos geschaut haben und genau geguckt haben, wo kann man überall bangen. Das war ja das Gute an CS 1.6. Du konntest einfach fast überall durch die Wände bangen. Nothing war über viele Jahre lang ein Teil der US-amerikanischen Counter-Strike 1.6 Community. Vor allem während seiner Zeit bei den Evil Geniuses von 2008 bis 2012 sorgte er immer wieder für Aufsehen. Seine bekannteste Frag-Szene hatte er im Jahr 2011, und zwar auf der CeBIT in Hannover. Bei der IEM5 World Championship wurde er im Spiel gegen das koreanische Redcoat-Team zur absoluten Wallbang-Legende. Und da stellt Nothing hier direkt unter Beweis. Der erste Frag, der zweite Frag direkt hinterher. Er hört jetzt die Bombe blenden. Und schießt hier durch die Box, holt den dritten Frag für sich. Ja, der vierte wird hier noch ein bisschen angeschossen. Und da fällt der vierte Frag. Und da holt er sich den fünften, das Ace durch die Wand. What was impressive to me about Nuke, for myself, when I think back, is I didn't need to stand in any one spot to line up through the wall. Like, I did that because I had some set lineups for unique boxes, but I could be at any angle and I felt comfortable shooting through the wall in Nuke. So it was always a special map for me to play and have moments on. And then, of course, that Ace I know people talk about a lot. Ich glaube, nach so einer Szene ist jedem bekannt geworden, also bei uns im Team so, hey, das müssen wir auch so hinkriegen, das können wir auch so trainieren. Es gibt ein Tutorial
von Nothing, wo er für EG damals irgendwie so der Versuch war, YouTube-Videos zu machen, wo er halt genau das zeigt. So, guck mal, hier kannst du auf Nuke eventuell dann durchbangen und das geht eigentlich ganz schön und das sind dann die Pre-Fire-Spots und dann hast du halt diesen 12-jährigen Jordan Nothing Gilbert dort sitzen, der halt mit seiner 1 da irgendwie rumsprayt und halt Leuten erklärt, die halt dreifach so alt sind, ja, so könnte man eventuell gut spielen und dann macht er halt sowas. Es ist wenig überraschend, dass die Counter-Strike-Community bei dieser Runde ausgerastet ist. Jordan wechselte nach dem Ende von Counter-Strike 1.6 zu Counter-Strike Global Offensive und ist mittlerweile als Streamer und YouTuber bekannt. Für mich bleibt er aber auf ewig der Wallbang-Meister auf DE Nuke. Und das waren auch schon wieder 3 legendäre Plays in Counter-Strike 1.6. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch mehr spektakuläre Plays sehen wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne diese beiden Videos anschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.